Für diesen Film habe ich Bilder und Textpassagen aus dem Buch Wever in Geschichte und Geschichten übernommen. Ich danke dem Heimatbund für die Genehmigung. Die Veränderung des Ortes damals und heute soll in dem Film dargestellt werden. Das war die Kirche vor 1884. In diesem Jahr wurde die Kirche abgebrochen und mehrfach aufgebaut und umgebaut. Der schöne alte Barockaltar wurde abgebaut und eingelagert. Durch mehrfache Umbauten war plötzlich der alte Altar verschwunden. 1912 erschuf der Bildhauer Spalthoff diesen Altar. 1984/85 wurde die Kirche das letzte Mal umgebaut. Nach dem Umbau wurde wieder ein neuer Altar erschaffen. Diese Orgel aus dem Jahre 1862 wurde mehrfach repariert. 2001 bekam die Kirche diese Riegerorgel. Jedes Jahr werden hier viele Konzerte gespielt. Johannes der Täufer ist der Schutzpatron der Kirche. Fast 100 Jahre diente dieses Gebäude als Schule. Bis 1955 wurde hier Unterricht erteilt und danach war es ein Jugendheim. 1962 wurde das Gebäude abgerissen, weil eine Ortsdurchfahrt geplant war. Das ist jetzt die Ortsdurchfahrt, die aber schon wieder in den nächsten 2 Jahren umgebaut wird. 1909 wurde diese Schule gebaut. 4 Klassen wurden hier unterrichtet. Eine Lehrerwohnung und ein Postamt war hier auch untergebracht. Das Kriegerdenkmal stand links neben der Schule. Die heutige Schule wurde 1955 bezogen und hier werden mehr als 300 Kinder unterrichtet. (1904) wurde dieses Pfarrhaus abgerissen. Kurz darauf wurde von Mauermeister Kruse das neue Pfarrhaus gebaut. Im Pfarrgarten wurden dann noch Seniorenwohnungen gebaut. Die hintere Ansicht vom Schloss mit Kapelle und Garten gehört der Familie von Papen, die sind jetzt die Schlossherren. Ein Blick von damals von der Brücke an der Burg auf das Schloss. Und so sieht das heute aus. Die hintere Zufahrt zum Schloss mit dem Rosenbogen. Das ist die alte Burg, gebaut 1515. An diesem Gebäude hat sich äußerlich überhaupt nichts verändert. Die Burg sowie Gut Warthe gehört der Familie von Elverfeld. Gut Warthe war ein Gästehaus und viele Reisenden haben hier übernachtet. Das Niveau der Straße lag wesentlich höher als heute. Bei dem Umbau der B1 über mehrere Jahre wurde die Straße um ca. 5 bis 6 Meter gesenkt. Der Blick auf Gut Warthe ist aus diesem Grund nicht mehr sehr schön. Wever war damals auch ein Zwetschgendorf. Hunderte von Bäumen waren hier gepflanzt. Viele Waggons wurden mit der blauen Frucht beladen. 1898 wurde die Bahnlinie Paderborn-Büren eröffnet. Personen und Güter wurden befördert. Jeden Tag fuhren 18 Personenzüge, 2 Eilzüge, 4 Güterzüge und ein Sonderzug.
Bis 1960 war der Bahnhof mit 2 Personen besetzt. Das Bahnhofsgebäude wurde 1968 abgerissen. Eine Gedenktafel erinnert an den alten Bahnhof. Das Gleisstück mit den Radsätzen bleibt am Standort des alten Bahnhofs an der Wasserburg. Das alte Gleisbett wurde jetzt zum Fahrradweg umgebaut. Selbstverständlich können hier auch Wanderer langlaufen. Eine sehr schöne Strecke. Das Klehenhaus. Zweiter Besitzer war dann die Familie Roggel, die das bewirtschaftet und bewohnt haben, aber 1975 wurde das Haus abgerissen. Jetzt ist das der Parkplatz hinter der Kirche. Dieser Findling ist eine Erinnerung an die Libori-Wanderung 1977. Uwe Natus war Initiator dieser Pilgerwanderung von Le Mans nach Paderborn. Gewandert sind damals Edith Wehrmann, Uwe Natus, Inge und Helmut Gauss, Willi Oppermann und Herbert Schlensack. 5 Wochen war die Gruppe die mehr als 1000 Kilometer unterwegs. Das Gasthaus Hasse, auch Hähnchenharry genannt. Heute steht hier ein Mehrfamilienhaus mit Zahnarzt und Physiotherapie. Dieses alte Haus der Familie Freitag an der Kirche, später Familie Henke. Dieses Haus wurde abgerissen und in dem Neubau sind die Volksbank Paderborn, Zahnarzt, Post sowie Wohnungen. Dieses alte Schulgebäude wurde von der Sparkasse Paderborn gekauft, abgerissen und die Sparkasse hat das selbst gebaut. Das ist die Straßenansicht von der Sparkasse und gegenüber der alten Schule war damals die Gaststätte zur Post, die Familie Maas mit einem kleinen Lebensmittelladen und einer Gaststätte. Heute ist hier ein Thai-Restaurant. Die Destille war damals ein sehr beliebtes Gasthaus. In dem Neubau sind jetzt ein Café und Wohnungen. Und links daneben ist auch noch ein Wohnhaus gebaut worden. Rechts das Gebäude war das Gasthaus Hartmann und links die Apotheke. Heute ist hier die Volksbank Elsenweber-Borchen. Die Apotheke war auch noch da, das Modehaus Pade und die Gaststätte Maas. Heute ist da immer noch das Modehaus Pade, das Thai-Restaurant und die Buchhandlung Nicolibri. Da wo mal die Volksbank war, ist heute die Apotheke drin. Dieses alte Haus hier rechts und im Hintergrund ein Imbiss, Hannes Imbiss. Heute ist hier der Edeka Getränkemarkt Windmann, die Bank ist geblieben und im Hintergrund sieht man jetzt das Café, wo vorher der Imbiss war. Die Sparkasse hat einen neuen Brunnen eingeweiht. Der Bürgermeister Schwiede war damals Festredner. Die Kasse hat auch vorher etwas anders ausgesehen. Gegenüber der Sparkasse war der Bauer Töne.
Der Bauer Töne hat seinen Hof aufgegeben und mehrere Häuser gebaut. Und heute sieht das eben so aus. Die alte Almebrücke mit den 4 gemauerten Bögen. Die neue Almebrücke ist schon fertig, aber die Autobahn wird noch darüber gebaut. So sieht die Brücke jetzt aus mit dem Überbau der Autobahn. Hier nochmal eine schöne alte Postkartenansicht von Wever mit dem Schloss, dem Kriegerdenkmal und der Schule sowie die Kirche. Und das war dann auch mein Film von Wever damals und heute.